Solitary One an MPT Control. Wir hören Sie, Solitary One. Schön, dass ihr vorbeischaut. Ihr liegt ja quasi auf unserem Weg, MPT. Das hört sich eher nach einem Mangel an Alternativen an. Das würde ich niemals behaupten. Niemals, MPT, niemals. Doch, wo wir gerade dabei sind, wir navigieren derzeit in eure Umlaufbahn und benötigen die Koordinaten fürs Docking. Koordinaten werden übertragen, Solitary One. Bleibt ihr noch auf einen Kaffee? Negativ, MPT. Wir sind nur auf der Durchreise. Koordinaten empfangen und synchronisiert. Bitte bestätigen. Bestätigt, Solitary. Link synchronisiert. Das ist ja mal schade. Dann aber auf dem Rückweg. Das hört sich gut an, MPT. Docking Process aktiviert. MPT leitet jetzt Sprungsequenz ein. Bestätigen, Solitary. Okay, MPT. Sequenz bestätigt. Check sieht gut aus und alle Systeme sind bereit für den Sprung. MPT Control? Wir erhalten hier mehrere Fehlercodes. MPT Control. MPT, hören Sie mich? MPT Control, hören Sie mich? Sie müssen die Sequenz abbrechen. Ich wiederhole, Sprungsequenz unverzüglich abbrechen. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Ich erhielt ja diese Einladung von Ihnen und sollte herkommen.
Oh, hallo. Ich bin Logan Carter und man hatte mich... Hallo, Mr. Carter. Ich bin Aina und hatte Sie bereits erwartet. Wenn Sie mir dann bitte folgen würden. Es wird von Mal zu Mal seltsamer. Mr. Carter. Logan. Nennen Sie mich bitte Logan. Mr. Carter, Sie hatten sich bei uns für die Solitary Mission beworben. Ja, und Sie können mir glauben, wie überrascht ich war, als ich eine Einladung von Ihnen erhielt. Wie ist Ihr derzeitiger Tätigkeitsstatus? Wie jeder Zehnte auf dem Planeten, arbeitssuchend. Nennen Sie mir bitte eine Ihrer Stärken. Ich glaube, die meisten Menschen halten mich für ehrgeizig. Sind Sie das denn? Nun, ich bringe gern angefangene Dinge zu Ende, also denke ich, ja, ich bin ehrgeizig. Nennen Sie mir Ihre größte Schwäche. Oh, das ist einfach. Ich habe furchtbare Angst vor größeren Höhen. Höhenangst also? Ja, alles was höher als der 2. Stock ist, lässt mich schwindelig werden. Ihnen ist schon bewusst, dass Sie ins Weltall fliegen werden. Deshalb wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie dies niemandem verraten würden. Warum denken Sie, dass Sie für diese Mission geeignet wären? Um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht so genau. Mr. Carter, aus welchem Grund sind Sie hier? Was war Ihr Antrieb? Antrieb? Sie meinen, warum ich mich auf eine solche Mission beworben habe? Nun, ich denke, ich konnte einfach nicht mehr nur untätig zu Hause rumsitzen und mit ansehen, wie unsere Welt stirbt. Bitte erläutern Sie mir, was Sie mit stirbt meinen. Aina, richtig? Verstehen Sie mich hier bitte nicht falsch, denn ich bin keiner dieser extremen Ökoaktivisten oder Ähnlichem. Doch habe ich das Gefühl, dass wir es hier auf dieser Kugel nicht mehr schaffen werden. Warum glauben Sie das, Mr. Carter? Naja, die Masse der Menschen ist damit beschäftigt, irgendwie den Tag zu überstehen. Viele von ihnen verdrängen, dass es auch mal anders war. Dass man bei vielen Dingen früher einmal eine Auswahl hatte und sich entscheiden konnte, was man macht, tut, sagt, isst. Und dieses gibt es Ihrer Meinung nach nun nicht mehr? Wie gesagt, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Nur erinnere ich mich immer noch daran, wie ich mit meinem Vater einkaufen war und wir uns für eine von unzähligen Apfelsorten entscheiden mussten. Heute sind die Menschen froh, wenn es eine Ernte überhaupt noch schafft, auf den Markt zu kommen. Warum sind Sie also hier, Mr. Carter? Ich kann wohl nicht akzeptieren, dass alles hoffnungslos ist und man nichts mehr verändern könnte. Was notieren Sie sich da eigentlich? Mr. Carter, ich werde Sie jetzt zu Ihrem Quartier begleiten. Heißt das, ich habe den Job? Wir werden anhand Ihres Aufenthalts evaluieren, ob Ihre Qualifizierung unseren Ansprüchen entspricht. Wenn Sie mir dann bitte folgen würden. Vorerst werden Sie in einem gesonderten Bereich untergebracht. Wie lange? Das hängt von Ihnen ab, Mr. Carter. Tage, Wochen oder Monate. Wochen oder Monate? Machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Carter. Sie werden von mir mit allem Nötigen versorgt. Da wären wir, Mr. Carter. Bitte erholen Sie sich jetzt erst einmal und machen Sie sich mit den neuen Umständen vertraut. Wir reden dann morgen weiter. Ja, okay, werde ich... wann werden Sie dann morgen hier sein? Da haben Sie leider etwas missverstanden. Sie werden hier ab sofort in Isolation leben. In Isolation? Sie meinen, außer mir ist hier niemand mehr? Das ist korrekt. Nur Sie wurden in dieser Unit untergebracht. Ein Einfluss von außen würde das Resultat verfälschen und ist somit untersagt. Ihre Anweisungen der täglichen Aufgaben erhalten Sie von mir über das Kommunikationssystem. Das heißt, Sie überwachen mich? Wohin Sie gehen, was Sie essen, Ihre Vitalwerte. Einzig Ihr Verstand und Ihre Gedanken bleiben mir verborgen. Noch. Noch? Okay. Mr. Carter, es wird Zeit. Okay, dann will ich da jetzt mal hineingehen und... Machen Sie es gut, Aina. Bis dann, Mr. Carter.
und willkommen im Projekt Solitary. Aina, sind Sie da? Ja, Mr. Carter. Benötigen Sie etwas? Nein, alles gut bei mir. War nur ein Test, ob Sie auch wirklich da sind. Verstanden. Gute Nacht, Aina. Erholen Sie sich, Mr. Carter. So, Sie meinen also, es ist egal? So ist es. Egal wo, Sie können eh alles sehen, ja? Ja, Mr. Carter. Wie ich Ihnen bereits mitteilte, überwache ich alle Ihre Aktivitäten. Dann hoffe ich mal, dass Sie jetzt nicht enttäuscht wurden. Aina? Oder es hat Ihnen gefallen. Mr. Carter, wenn Sie nun soweit sind, begeben Sie sich bitte zum Training. Bin schon auf dem Weg, aber ich muss sagen, der Anzug ist hier und da etwas zu eng. Mr. Carter, ich initialisiere nun Ihr Training. Bitte verhalten Sie sich ruhig. Was genau werde ich hier eigentlich trainieren? Ihr Training basiert auf einer möglichen Ereigniskonstellation, welche während Ihrer Mission auftreten könnte. Und was ist das für eine Konstellation? Dieses gilt es herauszufinden, Mr. Carter. Und was muss ich nun tun? Mr. Carter, Sie befinden sich nun an Bord des Schiffes. Die folgenden Systemmeldungen liegen Ihnen vor. Das sind ja mal ein paar. Wow. Sie trauen mir ja einiges zu, Aina, aber ich muss Sie enttäuschen, da ich den Aufbau des Schiffes überhaupt nicht kenne. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Die Lösung dieser Aufgabe bestimmt gleichzeitig auch die Dauer Ihres Aufenthaltes. Sie werden von mir mit allen nötigen Informationen versorgt werden, welche Sie zur Erstellung einer möglichen Lösung benötigen. Ihren Stresswerten nach sind Sie besorgt. Woher wissen Sie... Ach ja, der Anzug. Mr. Carter, konzentrieren Sie sich von nun an nur noch auf die Ihnen zugewiesene Aufgabe. Na gut, Aina. Ich gebe mein Bestes und werde Sie nicht enttäuschen. Hoffentlich. Dann fangen wir mal an. Okay, Aina. Sortiere bitte alle Meldungen den Themen nach Crew, System und Schiffshardware. Nun sortiere die Meldungen je nach Schweregrad, wobei schwerwiegende Fehler Priorität haben. Gut, das sollte erstmal ein guter Überblick sein. Aina, könntest du mir Informationen über diese Systeme bereitstellen? Natürlich, Mr. Carter. Sie werden diese in Kürze auf Ihrem Terminal vorfinden. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nun ja, wo bekomme ich etwas zu essen her? Im Diner stehen Ihnen zu jeder Zeit Nahrungsrationen und Getränke zur Verfügung. Na, das hört sich doch mal gut an. War's das für heute? Mr. Carter, Sie bestimmen den Prozess. Da der Hunger in mir gerade dominiert, sind wir für heute fertig. Ja, Mr. Carter.
Geht es Ihnen gut, Mr. Carter? Mr. Carter, Ja, Aina, alles bestens. Sie haben sich nun seit mehreren Stunden nicht mehr bewegt. Wie lange, Aina? 2 Stunden und 36 Minuten. Nein, das meinte ich nicht. Aina, ich frage dich, wie lange bin ich schon hier? 126 Tage. Mr. Carter, Logan! tut mir leid, aber ich verstehe nicht, was... Aina, meinst du nicht, dass es langsam Zeit wird, mich Logan zu nennen? Verstanden. Warum ruiniert ihr mir immer alles? Kann es sein, dass... Aina, wie viel Energie steht dem Schiff zur Verfügung? Diese Information steht nicht zur Verfügung. Nicht verfügbar oder weißt du es nicht? Einen Moment bitte. Aina, bist du noch da? Entschuldigung. Logan, diese Information steht mir nicht zur Verfügung. Weil sie für die Lösung nicht relevant zu sein scheint? Relevanz zu 100% bestätigt. Dennoch liegt mir die gewünschte Information nicht vor, Logan. Da bist du ja endlich. Aina, darf ich vorstellen, die unbekannte Variable X. Aina, kannst du bitte das Training speichern und für später bereitstellen? Natürlich, Logan. Training gespeichert. Aina, bist du da? Ja, Logan. Wie soll ich das jetzt fragen? Aber wenn... Also, falls ich die Qualifikation bestehen werde und eventuell auf die Mission, also ich meine, der Mission beitreten werde... Logan, was ist es, das Sie mir mitteilen möchten? Ihre Herzfrequenz ist gerade sehr erhöht. Ja, Aina, das glaube ich dir gern. Aina, meinst du, dass wir beide uns vielleicht noch einmal wiedersehen könnten, bevor ich dann zu einem anderen Planeten fliegen werde? Aina, bist du da? Also wenn du jetzt sagst, du hättest mir nicht zugehört, zweifle ich das an. Ich habe zugehört, Logan. Aber derzeit könnte ein Wiedersehen zu unvorhersehbaren Komplikationen führen. Daher ist meine Empfehlung, unsere Arbeit hier fortzusetzen und... Aina, das ist schon gut. Es war nur so eine Idee. Dann bin ich mal wieder beim Training. Das kann doch nicht wahr sein. Ich verstehe das nicht. Es hätte doch jetzt funktionieren müssen. Die Energie des Schiffes müsste so niedrig sein, dass ein Fortsetzen der Mission unter den Umständen unmöglich wäre. Logan, deine Stresswerte sind sehr erhöht. Echt? Sind sie das, ja? Aina, es ist nett von dir, dass du meine Werte überwachst und dir Sorgen um mich machst, aber das hilft mir gerade nicht weiter. Sorry, Aina. Ich wollte dich nicht... Das ist okay, Logan. Machen wir einfach Schluss für heute. Ja, das ist eine gute Idee. Dieser Raum hier macht einen mit der Zeit echt depressiv. Wie meinst du das?
Du siehst schon dieses Grau in Grau hier, oder? Verstanden. Einen Moment bitte. Wow. Aina, das ist... Weißt du, dass es perfekt wäre, wenn du jetzt mit mir hier sitzen könntest? Aber trotzdem, danke dir, Aina. Ich bin immer für dich da, Logan. Und das mag ich so an dir. Logan, bist du okay? Meine Systeme empfangen ungewöhnlich hohe Stressdaten von dir. Alles gut. Alles gut, Aina. Es war nur ein Traum. Nur ein Traum. Verstanden. Gute Nacht, Logan. Dir auch, Aina. Aina, ich habe da mal eine Frage. Warum können wir die KI nicht einfach abschalten? Diese Option steht nicht zur Verfügung. Welche Aufgabe hat die KI denn? Analysen, Berechnungen zur Navigation, Antrieb, Steuerung von Systemprozessen. Ja, das war jetzt sehr hilfreich. Aina, können wir die Ressourcen des Lebenserhaltungssystems minimieren? Eine Zustimmung dieser Entscheidung steht außerhalb meiner Befugnis. Es obliegt Ihrer Einschätzung zur gegebenen Situation. Na gut, Aina. Wie viele Crewmitglieder hat diese Mission? Die Crew besteht aus 6 registrierten Personen. Bei 6 Crewmitgliedern könnte es eine Art Rhythmus geben? Rhythmus? Naja, ich meine ein Schichtsystem oder unterschiedliche Schlafzeiten oder ähnliches. Zu einem solchen Verhalten liegen mir keine Informationen vor. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Es wäre auch zu einfach gewesen. Wie viele Mitglieder der Crew sind in diesem Szenario gerade aktiv? Bitte erläutere deine Frage etwas präziser, Logan. Präziser? Naja, wie viele sind gerade mit irgendwas beschäftigt? Hierzu habe ich leider keine Informationen. Okay, du meintest, es befinden sich 6 Personen an Bord und wir haben keine Idee davon, was sie den ganzen Tag treiben. Das macht es jetzt wiederum schwierig, die Ressourcen des Lebenserhaltungssystems... Logan, leider muss ich meine vorherige Angabe korrigieren, da die Aussage von 6 aktiven Crewmitgliedern der gesamten Solitary Mission galt. Was soll das heißen, Aina? Wie viele von denen befinden sich nun an Bord? Aina? Die von Ihnen aufgetragene Situation erfasst die Existenz eines Crewmitgliedes. Eines? Ja, das ist doch perfekt. Na gut, sollte das Szenario eintreffen, dann auch wieder nicht.
Aber wenn ich nun alle zuvor erstellten Lösungen nur auf unseren John Doe anpasse und dann das Lebenserhaltungssystem neu konfiguriere... Logan, bedenke bitte, dass eine Änderung an den Einstellungen des Lebenserhaltungssystems die Zustimmung des Captains erfordert. Ha, ein guter Einwand. Doch den Test bestehe ich. Bitte erklär mir dieses. Da unser Johnny Boy das einzig verbliebene Crewmitglied an Bord ist, erlangt er automatisch den Status des ranghöchsten Offiziers und ist somit Captain. Und in seiner Situation glaube ich nicht, dass er mir jetzt widersprechen würde. Verstanden, Logan. Bestätigst du hiermit deine Änderungen? Das muss jetzt einfach klappen. Ja, Aina, ich bestätige. Ich hab's geschafft, Aina. Verdammt, ich hab's geschafft. Meinen Glückwunsch, Logan. Danke. Danke, Aina, danke. Und wie war ich? Die Analyse erkennt keine Fehler in den Daten. Das heißt, du bist zufrieden. Na gut, also Aina, wie wär's denn mit einem Drink in der Cafeteria? So als Belohnung? Deinen Werten nach zu urteilen, bist du erschöpft. Und ich empfehle daher, dass du dich erst einmal ausruhen solltest. Ja, da magst du recht haben. Doch du hast nicht Nein gesagt. Somit sehen wir uns dann vielleicht ja später. Aina? Bis dann, Aina. Ich bin immer für dich da, Logan. Commander Hall? Da befindet sich ein unbekanntes Schiff im äußeren Orbital und hält Kurs auf den Planeten. Perez, was meinen Sie mit unbekannt?
Commander, ich empfange weder Lizenz noch SC-Daten von dem Schiff. Gibt es Lebenszeichen? Die Daten des Scans zeigen eine menschliche Person. Machen Sie einen Class-Scan und gleichen Sie diesen mit unseren Datenbanken ab. Vielleicht ist deren Sender defekt. Verstanden, Commander. Scan läuft. Perez, solange wir nicht wissen, womit wir es zu tun haben, lassen Sie die Sonde im Abstand von 600 Metern zum Objekt kreisen. Soll ich Alarm geben, Ma'am? Noch nicht, Mr. Perez. Hoffen wir einfach auf eine gute Nachricht. Commander Hall, der Scan ist abgeschlossen. Und? Womit haben wir es zu tun? Der Code ist veraltet und lautet Solitary. Das ist nicht möglich. Was sollen wir tun? Ma'am? Nutzen Sie die ältesten Protokolle, welche Sie in unserem System finden können, und senden Sie der KI die Docking-Koordinaten für den Quarantänebereich. Okay. Verstanden, Commander. Informieren Sie die leitenden Crewmitglieder. Alle Departments sollen sich für Eventualitäten bereithalten. Und Perez, Sie übernehmen das Kommando. Ja, Ma'am. Sagen Sie mir, Commander, woher genau haben Sie die Informationen über dieses Schiff? Mercer, dieses Schiff, das ist die Solitary. Sorry, Commander Hall, aber das sagt mir nichts. Sie befinden sich gerade auf einem Stück Geschichte der Erdkultur. Dieses Schiff kommt von der Erde? Ja, Mercer, so ist es. Und woher wissen Sie das? Das ist schon eine Weile her. Und ich erinnere mich auch nur an das, was mir während meines Studiums erzählt wurde. Sie hatten dieses Schiff in Ihrem Studium? Ja, in Kolonialgeschichte. Die Solitary Mission war unser erster Versuch, einen Exoplaneten zu besiedeln. Man benutzte damals noch das alte Mars Jump Gate. Doch irgendetwas lief nicht wie erwartet. Wissen Sie auch, was dort damals passiert war? Nein, aber das weiß niemand genau. Es gibt nur noch Theorien über Theorien. Dann hoffe ich mal, dass uns hier keine Überraschung erwartet. Ganz Ihrer Meinung. Aber trotzdem wären ein paar Antworten großartig. Paris, können Sie mich hören? Laut und deutlich, Commander Hall. Wie weit sind Sie mit der Energieversorgung für die Solitary? Sollte jeden Augenblick zur Verfügung stehen.
Verstanden. Commander Hall, die Wärmesignatur scheint aus dem hinteren Teil des Schiffes zu kommen. Dann lassen Sie uns keine Zeit verschwenden und nachsehen. Und was ist mit der Brücke? Ohne Energie können wir hier gerade eh nichts machen. Also los, lassen Sie uns weiter. Und Mercer? Ja, Commander. Bitte vorsichtig. Klar, Commander. Commander, ist das... Ein Überlebender. Ja. Paris, schicken Sie bitte umgehend ein Medic aufs Schiff. Verstanden, Commander. Und treiben Sie mir einen Techniker auf, welcher sich noch mit alter Kryotechnik auskennt. Commander Hall, sagten Sie eben Kryo? Bestätigt, Paris. Das habe ich gesagt. Okay. Ich gebe mein Bestes, Ma'am. Mission endlich erfüllt. Welchen Planeten sehe ich mir hier an? Seine Bezeichnung ist 694X12. Aber die meisten von uns nennen ihn AE1. AE1? Warum nicht einfach Erde 2? Zu viele schlechte Erinnerungen, vermute ich. Sie vermuten? Mr. Carter, ich stamme leider nicht von der Erde, sondern wurde hier im 3. Generation Cyclus auf AE1 geboren. Sie wurden hier geboren? Demnach hätte ich wohl eher mit einer anderen Frage beginnen sollen. Welches Jahr haben wir oder wer Sie sind oder wo ich mich befinde? Eins nach dem anderen, Mr. Carter. Wollen wir uns nicht erstmal hinsetzen? Was zum... Mr. Carter, bitte, setzen Sie sich. Ich bin Commander Madison Hall und Sie befinden sich auf der Raumstation AE1 Guard. Guard? Was beschützen Sie hier? Die Menschheit, Mr. Carter. Oder besser deren Fortbestehen. Ich werde versuchen, all Ihre Fragen zu beantworten. Doch bitte sagen Sie mir, wie fühlen Sie sich im Moment? Verwirrt. Da ist sehr viel durcheinander zwischen all der Dunkelheit in meinem Kopf. Also ja, im Moment, da bin ich doch recht verwirrt. Nicht einmal im Ansatz könnte ich nachempfinden, wie es Ihnen gerade geht. Doch zuerst sollten Sie verstehen, dass Ihre Mission vor etwas mehr als 150 Jahren auf der Erde startete. 150 Jahre? 154 Jahre, 8 Monate und 12 Tage, um genau zu sein. Mr. Carter,
Ich weiß, Ihnen geht gerade vieles durch den Kopf, aber bitte, berichten Sie mir, was Ihnen passiert ist. Sie möchten von mir wissen, was vor 154 Jahren passiert ist? Ja, das würde ich sehr gern, Mr. Carter. 154 Jahre. Mir kommt es so vor, als ob das alles erst vor einem Moment passiert wäre. Wir passieren gerade Sektor 4 des Mars und schwenken in die Umlaufbahn des Jump Gates ein. Das MPT Mars Gate, meinen Sie? Ja, genau. Bis wir dieses verfluchte Ding erreichten, verlief unsere Mission wie geplant. Doch als wir den Sprung ausführen wollten, spielten auf einmal die Instrumente verrückt. Wissen Sie, was der Grund dafür war? Nein, alle meine Analysen liefen auf Fehler und konnten nicht ausgewertet werden. Ich versuchte, die Station zu kontaktieren, um einen Abbruch des Jumps vorzunehmen, doch weder Sie noch mein Captain antworteten mir. Das ist auch schon alles. Keine Sorge, das wird wieder. Laut dem Log der AI sind Sie gestürzt und wurden am Kopf verletzt. Das erklärt dann zumindest das Brummen. Es scheint, als wären alle Systeme der Solitary mit einem Mal kollabiert. Und die Crew hatte Mühe damit, das Schiff wieder unter Kontrolle zu bringen. Eins der Crewmitglieder fand sie und registrierte eine Kryokapsel für sie. Die Crew. Was ist mit den anderen? Mr. Carter, ich wünschte, Sie könnten mir das sagen. Niemand hat je die Crew der Solitary, noch das Schiff selbst je wiedergesehen. Man hat nur... Man hat nur was? Nun, aus den Aufzeichnungen in unseren Archiven geht nur hervor, dass die Rettungskapseln benutzt wurden, noch während sich die Solitary im Sprung befand. Das kann... Nein. Warum sollten sie das tun? Das wäre purer Selbstmord gewesen. In unseren Archiven sind Berichte darüber, dass erst Wochen später Trümmer der Rettungskapseln auf der Marsoberfläche aufschlugen. Man fand leider nur nicht identifizierbare menschliche Überreste vor, welche nicht im Orbit verglüht zu sein schienen. Einer von Ihnen hat es zurück zur Erde geschafft? Nein, nur Sie, Mr. Carter. Sie allein überlebten diese Mission. Doch wie konnte ich das? Sie sagten ja selbst, ich wäre im Kälteschlaf gewesen. Das stimmt, so fanden wir Sie zumindest vor. Doch wir gehen davon aus, dass Sie Ihr Überleben der AI zu verdanken haben. Der AI? Der AINA-Einheit, der schiffseigenen Navigations-AI. AINA? Moment, Sie reden doch nicht von AINA. AINA, korrekt. Für unsere Techniker ist dies ein Rätsel, aber irgendwie gelang es der AI, sich während ihres Kryoschlafes in ihr neuronales Netz zu klinken und mit ihnen zu kommunizieren. Mir wird jetzt so einiges klar. Aber kommunizieren, ich bezweifle, dass dies das richtige Wort dafür wäre. In welchem Zustand ist die Solitary? Erstaunlich gut, wenn man ihr Alter und die Strecke berücksichtigt, welche sie zurückgelegt hat. Nicht nur sie überstanden die Reise, auch die Fracht der Solitary ist nahezu unbeschadet. Das ist doch gut, oder? Ja, durchaus. Und wie geht es der Erde? Mr. Carter, ich würde vorschlagen, dass wir unser Gespräch bei einem Rundgang auf der Station weiterführen. Klar, ich habe ja lang genug herumgelegen. Madison, Sie versuchen mit dem Rundgang aber nicht meiner Frage auszuweichen, oder? Frage? Was ist auf der Erde passiert?
Carter, die Erde, wir haben nun fast 100 Jahre keinen Kontakt mehr zu ihr. Ein technischer Defekt vielleicht? Nein, Mr. Carter. Ich verstehe, aber sowas soll auch vorkommen. Doch klar, keine 100 Jahre. Oh Mann, wie viele konnten noch gerettet werden? Lassen Sie es mich Ihnen vielleicht so erklären. Die Bevölkerung auf AE1 beträgt derzeit um die 280.000 Menschen. Oh, doch so wenige. Mr. Carter, Sie sollten wissen, dass diese Anzahl fast der Erde 30 Jahre nach ihrer Mission entspricht. Und wir hier bereits in der 4. Populationsgeneration leben. Bitte, was? Zuerst kam die große Dürre, welche binnen kurzer Zeit das Leben von Milliarden forderte. Kurz darauf folgte dann ein von Konzernen angetriebener Krieg um die verbliebenen Ressourcen. Doch dieser erstickte innerhalb eines Jahres von selbst, da die meisten Staaten unter dem Leid der hungernden Bevölkerung von selbst zusammenbrachen oder es dort einfach niemanden mehr gab, der noch kämpfen konnte. So hat die Menschheit sich am Ende doch selbst... Fast, Mr. Carter. Wir haben noch einmal eine zweite Chance erhalten. Erschaffen trifft es wohl eher. Commander Hall? Captain Carter? Captain? Oh ja, hatte ich ganz vergessen. Als die Crew das Schiff verließ, wurde ihnen das Kommando übertragen. Nach nur 150 Jahren im All eine Beförderung vom Techniker zum Captain. Das macht mir keiner nach. Captain Carter, dies alles muss sehr viel für Sie sein und wenn Sie möchten... Nein, ist schon okay. Nur fühlt sich alles noch sehr unreal an. Wie Sie wünschen, Mr. Carter. Aber bitte, falls Sie irgendetwas benötigen, lassen Sie es mich wissen. Eine Sache gäbe es da tatsächlich, Commander Hall. Ich würde gern zurück auf die Solitary gehen. Mr. Carter, Captain Carter, die Solitary ist nun Ihr Schiff. Und Sie sind hier kein Gefangener. Ich danke Ihnen. Ich könnte Ihnen einen Offizier zur Seite stellen, der Sie dorthin begleitet. Nur keine Umstände. Sagen Sie mir einfach, wo ich lang muss. Natürlich. Folgen Sie einfach diesen Gang weiter und Sie werden das Gate erreichen. Captain Carter, mich würde es freuen, wenn wir uns nachher bei einem Essen weiter unterhalten könnten. Gern, Commander Hall. Na gut, dann lasse ich Sie jetzt erst einmal alleine. Verlaufen Sie sich hier nicht und, falls doch oder Sie etwas benötigen, einfach über die AI kommunizieren. Aina, bist du da? Natürlich, Logan. Ich bin immer für dich da.
Ich danke dir für alles, Aina. Captain, Ach nein, Aina, bitte bleib bei Logan. sehr gern. Wir haben es wirklich bis hierher geschafft. Bestanden jemals Zweifel daran? An dem einen oder anderen Tag. Logan, du kannst nun unbesorgt sein. Die Mission wurde erfüllt und ich habe einen Großteil der geladenen Fracht der Kolonie überlassen. Den Großteil unserer Fracht? Ich ging davon aus, dass sie die übrigen 20% noch benötigen würden. Du hast mich auch hier nicht aus deinen Augen gelassen. Entschuldige bitte, falls ich zu... Alles gut, Aina. Ich bin dir dankbar dafür. Meinst du, sie ist noch da draußen? Leider kann ich dir diese Frage nicht beantworten, da ich über keine aktuellen Daten verfüge. Dagegen sollten wir etwas tun. Meinst du nicht? Commander, ich dachte, Sie wären mit Captain Carter zusammen an Bord der Solitary. Sergeant Paris, was möchten Sie mir mitteilen? AE-1 Guard an Solitary. Logan, soll ich die Verbindung? Commander Hall, es tut mir leid, aber Sie werden heute Abend wohl ohne meine Gesellschaft auskommen müssen. Mr. Carter, Ihre Erde gibt es nicht mehr. Commander, Sie sagten selbst, dass Sie es nicht genau wissen. Commander, noch kann ich die Solitary abfangen lassen. Keine Sorge, Sergeant. Die Solitary wäre nicht in der Lage, vor uns zu fliehen. Commander, das ist so nicht korrekt. Sag mal, Aina, wie sieht es mit der Leistung des Antriebs aus? Ich sollte Sie darüber informieren, dass mir der Zugriff auf eines der Tech-Terminals von AE-1 gelungen ist. Ich habe Reparaturen und Upgrades des Solitary Systems veranlasst. Du meinst, du hast sie gehackt und hinterrücks bestohlen? Da die Solitary theoretisch dieser Kolonie zuzuordnen wäre, bediente ich mich lediglich einiger Protokollabläufe und nutzte eine Schwachstelle ihres Systems aus, um Modifikationen... Aina, nicht nur, dass du sie gehackt hast, du hast auch noch ihre Gutmütigkeit ausgenutzt. Logan, ich möchte dich darauf hinweisen, dass wir noch immer in Reichweite ihrer Verteidigungs- und Abfanganlagen sind und wir... Alles klar, Aina, wir reden später darüber. Commander Hall, hören Sie mich? Captain? Aina hat Ihnen einen Großteil unserer Fracht überlassen. Und auch wenn es für Sie aussichtslos scheint, ich gebe die Erde nicht auf. Captain Carter? Logan, ich hoffe, du findest dort draußen, was du suchst. Viel Glück. Danke, Madison. Und Captain, ich erwarte einen vollständigen Bericht. Geht klar, Commander. Sergeant Paris,
Kehren wir zurück zur Tagesordnung. Jawohl, Commander. Aina? Bring uns nach Hause. Gern, Captain. Sag mal, Aina, wird dir eigentlich nie langweilig? Nein, Logan. Ich habe eigentlich immer etwas zu tun. Ach ja? Und was zum Beispiel? Eine meiner Hauptaufgaben ist dafür zu sorgen, dass du überlebst. Eine andere, Konversationen mit dir zu führen und deine Fragen zu beantworten. Oh. Das war ja schon fast gemein. Aina? Ach komm schon, ich weiß, dass du da bist. Aina, ich schwöre dir, wenn du nicht gleich antwortest, ändere ich deine Programmierung. Aina, das ist nicht lustig.